Ein Blick in die vom Tourismusverband Şanlıurfas bereitgestellte Broschüre zeigt, dass die Stadt im Lauf der Geschichte die Heimat verschiedener Religionen und ethnischer Gruppen war und eine reiche und vielfältige Kultur hervorgebracht hat. Diese ethnische und kulturelle Vielfalt spiegelt sich in allen Bereichen der Stadt wider und hat sogar die kulinarischen Spezialitäten der Stadt stark beeinflusst. Die in den trockenen Ebenen südlich der Stadt angebauten Feldfrüchte und die in den Steppen gezüchteten Schafe sind dafür die Quelle dieser köstlichen Speisen. Şanlıurfa ist nicht nur die Heimat des Göbekli Tepe, des ältesten Tempels der Menschheit, sondern auch ein bedeutendes Zentrum des Glaubens und wird oft als Stadt der Propheten bezeichnet. Abraham, der als Urvater aller monotheistischen Religionen gilt, soll in Şanlıurfa geboren worden sein. Ein spannender Ort also, den wir nun besuchen. Göbekli Tepe entstand vor rund 12.000 Jahren als ein mit mehreren ovalen Kultstätten bebauter Wallfahrtsort. Damit ist er wohl zu einer Zeit entstanden, als die Menschheit noch gar nicht sesshaft war. Wahrscheinlich haben Jäger und Sammler den Ort als Heiligtum erbaut, das sie regelmäßig besuchten. In seiner Bedeutung steht Göbekli Tepe Orten wie Stonehenge, Troja oder den Pyramiden in nichts nach und ist zudem gut 5000 Jahre älter als sie. Es ist durchaus denkbar, dass die Jäger und Sammler nicht vom Weizensammeln zum Weizenanbau übergingen, um ihren üblichen Kalorienbedarf zu decken, sondern um einen Tempel zu bauen. Früher ging man davon aus, dass sich die Siedler erst in einem Dorf niederließen und dann in der Mitte einen Tempel errichteten. Göbekli Tepe lässt vermuten, dass erst der Tempel kam und dann das Dorf. Der deutsche Archäologe Klaus Schmidt hat Göbekli Tepe durch Zufall 1994 entdeckt, als er auf dem Hügel Pfeilspitzen entdeckte. Zunächst konnte dort nicht gegraben werden, da ein muslimischer Friedhof dort vermutet wurde. Als sich herausgestellt hat, dass die Felsplatten keine Grabsteine, sondern die Spitzen einer Tempelanlage waren, konnte die große Entdeckung beginnen. Göbekli Tepe ist ein herausragendes Beispiel für ein großes Ensemble von monumentalen megalithischen Strukturen. Das Archäologiemuseum von Şanlıurfa zeigt viele Fundstücke aus der Region, vor allem aus dem nur gut 20 Kilometer entfernten Göbekli Tepe, aber auch von der Kultstätte Nevali Jori, die durch den Atatürk-Damm überflutet wurde und mit ihren Originalsteinen in dieses Museum gebracht wurde. Die Geschichte des Mosaikmuseums in Şanlıurfa ist bemerkenswert. Als man in der Stadt mit Bauarbeiten für einen Parkplatz begonnen hat, wurden Mosaiken einer antiken römischen Villa entdeckt. Anstatt nun den Parkplatz zu bauen, hat man beschlossen, gleich ein Museum über den gefundenen Mosaiken zu erstellen. Die gefundenen Mosaike stammen aus dem 3. und 4. Jahrhundert vor Christus. Das berühmteste ist ein Bodenmosaik, das Amazonenköniginnen bei der Jagd zeigt. Das Mosaik zeigt die Amazonenköniginnen Hippolyte, Thermodosa, Melanippe und Penthesilea bei der Jagd auf Löwe und Leopard. Es ist das einzige bekannte Beispiel für die Darstellung von Amazonenkriegern auf einem Mosaik, die in der Mythologie häufig erwähnt werden, deren genaues Auftreten jedoch nicht bekannt ist. Der Cevahir-Han, direkt am Uhrenturm von Şanlıurfa, ist ein sehr altes Gasthaus, das als eines der ersten Gasthäuser von den Karawanen besucht wurde in antiker Zeit. Über die Jahre hat es verschiedene Zwecke erfüllt und verfiel auch etwas. 2015 hat dann die heutige Besitzerin das Gebäude renoviert und neu als Gasthaus eröffnet. Neben dem sehr guten Essen dort
finden auch regelmäßig Kulturveranstaltungen statt. In Şanlıurfa, meistens einfach Urfa genannt, befindet sich eine der bedeutendsten Pilgerstätten der Muslime, der Abraham-Teich mit heiligen Karpfen. Nach islamischem Glauben wollte König Nemrut den Propheten Abraham auf dem Scheiterhaufen verbrennen, da dieser die alten Götter nicht anerkennen wollte. Im Koran heißt es: Verbrennt ihn und verteidigt eure Götter, falls ihr etwas tun wollt. Und wir sprachen: O Feuer, sei kühl und unschädlich für Abraham. Seit Hunderten von Jahren glauben die Menschen in Urfa und die Pilger aus vielen Regionen und anderen Ländern, dass Gott das Feuer in Wasser und das brennende Holz in Karpfen verwandelt hat, um Abraham zu retten. Die Karpfen gelten seitdem als heilig und dürfen nicht gegessen werden. Gleich neben dem Balıklıgöl gibt es mehrere Kunsthandwerksbetriebe. Einer davon fertigt Ney-Flöten aus Schilfrohr. Diese Flöten wurden bereits 500 v. Chr. im assyrischen Kulturraum gespielt. Im Sufi-Orden ist sie ein wichtiges Instrument. Man nennt sie dort auch den verlängerten Arm Gottes. Das Personal hat mir grob gezeigt, wie man erstmal überhaupt einen Ton blasen kann. Irgendwann hat es nach mehreren Versuchen geklappt. Am Ende habe ich dort auch eine Ney-Flöte gekauft. Zum Komplex rund um den Abraham-Teich gehören verschiedene Moscheen, wie die Mevlidi Halil-Moschee sowie die Geburtshöhle Abrahams. Muslime aus der ganzen Türkei und anderen Ländern pilgern nach Urfa, um diese heiligen Stätten zu besuchen.
Haran liegt in der fruchtbaren Ebene südöstlich von Şanlıurfa und nahe der Grenze zu Syrien und war unter den Babyloniern im alten Mesopotamien ein bedeutendes Handelszentrum. Haran ist vermutlich die alte Stadt Haran, wo Abraham zeitweise lebte. Unter den arabischen Umayyaden und Abbasiden wurde Haran ab dem späten 8. Jahrhundert mit der Gründung der ersten islamischen Universität ein Zentrum für wissenschaftliche Übersetzungen aus den Bereichen Astronomie, Philosophie, Medizin und Naturwissenschaften. Die Menschen, die heute im alten und neuen Teil von Haran leben, sind ethnisch Araber, die eng mit ihren Clans verbunden sind. Viele leben von der Arbeit auf den Baumwollplantagen in der Region. Die kegelförmigen historischen Häuser in Haran sind aus Ziegeln und Lehm errichtet. Diese Bauweise eignet sich hervorragend für das heiße Klima in der Region. Wir machen uns weiter auf den Weg in die Stadt Gaziantep. Dort erwartet uns eine der ältesten Städte der Welt, sowie das weltberühmte Baklava und viele weitere Sehenswürdigkeiten. Bleiben Sie dran!